Hallo Leute und herzlich willkommen zum zweiten Tag der IAE. Ja, ich weiß, ich habe den ersten Tag verpasst und ihr seid eigentlich davon ausgegangen, dass ich noch in Pyro festhänge. Aber macht euch keine Sorgen, wie schon gesagt, es gibt interstellare Reisen und wir können jederzeit zwischen Pyro und Stanton springen. Das heißt, die Abenteuer in Pyro gehen weiter, aber wir schauen uns jetzt erstmal auf der IAE um. Falls ihr euch gewundert habt, in was für einem Aufzug ich hier rumlaufe, den habe ich mir ausgeliehen von Sicherheitspersonal am Flughafen. Es ist ziemlich viel los in Orison durch die Messe und das Sicherheitspersonal am Flughafen war, nennen wir es mal, leicht überfordert. Wir schauen mal, in welche Sicherheitsbereiche der Messe ich mit dieser Uniform komme. Auf jeden Fall werden sie uns mit diesem Aufzug definitiv in die Perseus lassen. Hier im Eingang vom Messegelände hängt bereits schon eine, ist angedockt in der Luft. Die kann man zwar nicht besichtigen, sondern nur darunter hindurchlaufen, aber keine Sorge, ich habe gehört, auf dem Messegelände selbst steht auch eine Perseus, die man sich von innen ansehen kann. Also nichts wie auf zur Lobby und zum Messegelände. Bis gleich. Die Messehallen sind diesmal etwas anders aufgebaut, wie ihr hier sehen könnt. Haben alle oder fast alle Hersteller bereits ihre Schiffe vom ersten Tag an ausgestellt. Das heißt, wir haben keine wechselnden Messehallen zu besichtigen dieses Jahr, sondern nur alle 5 Messehallen gleichzeitig. Und die Hersteller haben auch nicht alle Schiffe ausgestellt, sondern nur die, die dieses Jahr neu dazugekommen sind oder die dieser Hersteller für am wichtigsten oder am populärsten hält. Es sind aber trotzdem immer alle Schiffe verfügbar, denn am Eingang der Messehalle seht ihr hier schon die Verleihterminals und dort lassen sich die Schiffe des jeweiligen Herstellers an den Tagen, wo er laut der Planung vertreten ist, dann auch abrufen und ausleihen. So, und dann begeben wir uns doch mal aufs Messegelände und wir sehen schon im Hintergrund groß und gewaltig die neue Perseus, die werden wir uns auf jeden Fall ansehen. Aber wir konzentrieren uns erstmal auf den Vordergrund, wo wir ein kleines, niedliches Viereck sehen und das ist die neue RSI Salvation. Richtig, das ist ein Bergungsschiff. Also für den Abbau gestrandeter Schiffe und die Gewinnung von Material. Oder man könnte auch sagen Entsorgungsschiff. Die Salvation hat hier hinten am Heck einen Lagerbereich für bis zu 6 Kisten. Hier haben wir die Klappe, wo das Material dann rauskommt. Man muss aber dazu sagen, das Material kommt hier automatisch auf dieses Lager. Das heißt, man muss das nicht hin und her schieben. Man muss nicht aussteigen und das hin und her schieben. Das passiert hier alles automatisch. Das heißt, man fährt einfach raus, erledigt seinen Bergungsauftrag und hat dann hier ein volles Lager an Materialien, das man dann auch entsprechend ausklappen kann, um es zu entladen. Ist also von der Praktikabilität her ein niedliches Schiff für Anfänger, die versuchen in diesen Job reinzufinden. Die nächste Silhouette von RSI ist auch relativ bekannt schon, die haben wir schon gesehen. Das ist eindeutig die Silhouette der Mantis, aber es gibt ein paar Veränderungen. Vor uns steht die RSI Meteor. Basiert auf dem Gestell der Mantis, ist aber kein Abfangjäger mehr, sondern einfach nur ein schweres Kampfschiff.
Erkennbar an den 2 riesigen Kanonen. Naja, und noch jede Menge andere Bewaffnung, die an beiden Seiten montiert ist. Als Kopf einziehen. Schauen wir mal ins Innere, denn die sieht im Inneren so ein kleines bisschen anders aus. Beziehungsweise wir schauen nicht ins Innere, denn der Aufzug klemmt. Auch die RSI Lynx ist wieder vertreten. Wie ihr seht, hier einfach nur in einer neuen Lackierung. Viel geändert hat sich nicht. Beim Messemodell haben wir immer noch das Problem mit den Reifen, die nicht so ganz zueinander passen. Das Originalmodell im Spiel hat dieses Problem nicht. Das ist wirklich nur das Messemodell. Und im Hintergrund seht ihr, groß und gewaltig, die RSI Perseus, die Neueinführung von RSI zur IAE dieses Jahr. Hier an der Seite schon unschwer zu erkennen ein Dockingport, also hier wird dann an Stationen oder an größeren Schiffen angedockt. Und wir haben hier ausgefahren den Frachtraum und dazu gibt es einen Aufzug und den werden wir jetzt mal besuchen. Die Perseus ist eine schwere Fregatte, etwa vergleichbar mit der Hammerhead, ist aber schwerer gepanzert als die Hammerhead und fährt schwerere Geschütze auf. 2 davon sehen wir hier hinten schon. Weitere 2 befinden sich oben am Schiff. Und wir werden uns das Ganze jetzt mal von innen anschauen. Der Aufzug geht das dann hier nach oben. Und dieser Aufzug führt direkt bis zum Frachtraum. Ihr seht schon, der Frachtraum ist gerade geöffnet. Ist auch schön gekennzeichnet hier, dass man nicht runterfällt. Wir werden mal gucken, ob wir den demnächst schließen können. Hier haben wir den Ausgang am Dockingport. Also der geht beiderseits. Wir haben hier auch Fenster nach außen, wo man dann sehen kann, ob man korrekt angedockt ist, bevor man versucht, die Schleuse zu öffnen. Und wir haben hier den Zugang zum unteren Deck, nach hinten, zum Heck. Und hier eine Leiter, die nach oben führt. Es gibt aber auch Aufzüge, das sehen wir uns gleich an. Hier auf dem Unterdeck nach hinten haben wir vor allem Komponenten. Das heißt, ein Teil des Maschinenraums und ganz am Heck Zugang zum unteren Geschützturm. Auf der anderen Seite haben wir hier nochmal einen inneren Leiterschacht, sozusagen eine Jeffreys-Röhre, die einmal durchs Schiff führt und parallel dazu den Hauptaufzug. So, mit dem Hauptaufzug fahren wir jetzt mal hoch aufs Hauptdeck. In diesem Bereich des Hauptdecks finden wir den Wohnbereich. Haben wir hier einmal ein Fenster, das durchblickt auf die Messe. Inklusive Lagerschrank, Küchenzeile, einem Aufenthaltsbereich, dem Essbereich und einem Billardtisch sowie noch einer Sitzecke und ein paar Bildschirmen. Verlassen wir die Messe nun gegenüber, liegen die Crewquartiere. Da haben wir Platz für 6 Mann. Inklusive einem voll eingerichteten Bad. Hallo. Und Zugang zu einer Waffenkammer. Inklusive Ausrüstungsschränken. Aus den Crewquartieren hinaus aufs Hauptdeck nach Achtern haben wir dann den Hauptmaschinenraum mit der Ingenieurskonsole. Verlassen wir den Hauptmaschinenraum und gehen nach vorne.
gehen wir gerade in Richtung Frachtraum. Da haben wir wieder den Zugang zur Leiter, zur Röhre, links und rechts Zugänge zu Rettungskapseln. Und hier finden wir uns jetzt auf der Galerie des Frachtraums wieder. Da haben wir nochmal die Leiter, die nach oben führt aus dem Frachtraum. Und hier von der Galerie die Türsteuerung. Aber auch bei diesem Frachtaufzug scheint es so zu sein, dass er wohl kaputt ist. Das scheint ein Motiv zu sein bei den neuen RSI-Schiffen. Wir haben aber hier neben der Türsteuerung noch einen zusätzlichen Knopf und der gibt uns einen Basketballkorb im Frachtraum. Sieht man jetzt schlecht, weil er runtergefahren ist, aber auch ein Basketballspielfeld wird hier per Laser in den Frachtraum projiziert. Da kann man dann quasi zwischen den Missionen oder auf Patrouille sich auch mal abreagieren. So. Gehen wir weiter nach vorne, kommen wir an einem Sicherungskasten vorbei. Zur Torpedorampe. Auch hier wieder 2 Rettungskapseln und 2 Konsolen. Eine Torpedokontrollkonsole und eine Ingenieurskonsole. Und jeweils die Magazine für die Torpedos. Wir haben hier Magazine für die Torpedos. Die werden hier eingeladen in das Torpedorohr und dann abgefeuert. Wir haben hier hinten ein manuelles Lagermagazin für Torpedos. Und von unten vom Frachtraum kann dieses bestückt werden und dann eben entsprechend manuell in das Torpedomagazin nachgeladen werden. Auch hier gibt es ein paar Maschinenkomponenten und Zugang zum vorderen bzw. oberen Geschützturm. Gehen wir jetzt durch den Frachtraum wieder nach hinten auf dem Hauptdeck. Und benutzen mal ausnahmsweise die Jeffreys-Röhre nach oben. Sehen wir uns hier im Oberdeck gleich einer Luftschleuse gegenüber. Und da kann man auf ein Außendeck des Schiffes treten. Auch nicht schlecht. Diese Türen der Luftschleuse lassen sich einzeln schließen. Äußere Klappe, innere Tür. Und die innere Tür der Luftschleuse. Hier ist ebenfalls nochmal ein Fenster, das einfach nach außen führt. Sieht so ein bisschen aus, als wäre da noch Platz für einen Raum gewesen, der aber nicht existiert. Wir haben hier auf der Seite einfach nur nochmal Zugang zu Rettungskapseln. Dann nach hinten, auch auf der anderen Seite. Dann nach hinten haben wir das Kapitänsquartier. Auch mit eigenem Fenster, mit Sitzecke, mit einem Lagerschrank und mit dem Schreibtisch des Captains, sowie einem eigenen Waffenschrank und einer Koje, sowie einer eigenen Nasszelle. Das Besondere an diesem Arbeitsplatz des Captains ist nicht unbedingt, dass man sich einfach in den Stuhl setzt und dann nochmal extra an den Schreibtisch dreht, sondern das Besondere ist hier der Überwachungsbildschirm, der quasi zeigt, wer vor der Tür des Captains Quartiers wartet und die Türsteuerung direkt vom Schreibtisch aus. So können die Leute draußen anklopfen, man kann gucken, wer es ist und dann entsprechend eintreten lassen. Sehr praktisch. Verlassen wir nun das Captains Quartier nach vorne, dann kommen wir zum Herzstück der Brücke. Ihr seht schon, Brücke für 3 Personen, einen Piloten, einen Schützen
und einen Co-Piloten. Und vor der Brücke sehen wir hier auch das vordere bzw. obere Geschütz. Auch dieses Cockpit kommt mit eigenem Waffenschrank und eigenem Sicherungskasten inklusive Feuerlöscher. Das waren die neuen Schiffe von RSI zur diesjährigen IAE und jetzt schauen wir uns noch an, was Origin dieses Jahr vorstellt. Origin stellt dieses Jahr eigentlich nicht wirklich was Neues vor. Wir haben die 350R, die kennen wir bereits. Wir haben im hinteren Bereich die 135C, die 100er Variante kennen wir ja schon in verschiedenen Ausführungen. Die 135C ist die Frachtschiff-Variante des Ganzen. Auch die haben wir uns schon mal angesehen. Ganz prominent in der Mitte sitzt dieses Jahr die 400i. Die 400i kennt ihr mittlerweile in- und auswendig, denn das ist das Schiff, mit dem wir auf die Expedition nach Pyro aufgebrochen sind. Und etwas neuer im Line-Up haben wir hier die X1 in den beiden Varianten Force und Velocity. Das sind beides Graph-Lev-Bikes, also schwebende Motorräder, wobei hier die Velocity-Variante eine unbewaffnete Variante nur für den Rennsport ist und die Force eine bewaffnete Variante für militärischen Einsatz. Was jetzt noch fehlt, ist sozusagen die Standardvariante, die X1. Die ist nicht ausgestellt, die ist aber bereits verfügbar und flugfertig und die unterscheidet sich von der Force eigentlich nur in ihrer Standardbewaffnung. Wir können auch mal in die X1 einsteigen. Fährt entsprechend auf und man hüpft da rein. Dann fährt die zu und man sitzt drin. Und entsprechend kann man auch wieder aussteigen. Beziehungsweise, naja, obendrauf hüpfen. Tja, und das war es eigentlich auch schon wieder von den neuen Schiffen, die in den ersten beiden Tagen der IAE vorgestellt wurden. Natürlich sind hier, wie ihr im Hintergrund sehen könnt, noch ein paar andere neue Schiffe, aber ich würde vorschlagen, die schauen wir uns zu den jeweiligen Tagen an, wo die Hersteller dann auch anwesend sind. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, mich auf der IAE zu begleiten. Falls ja, lasst mir gerne ein Like oder ein Abo, aber auch Kommentare da und wir sehen uns morgen wieder. Und sehen uns an, was auch immer das da von Drake im Hintergrund ist. Also, bis zum nächsten Mal und einen guten Flug.